Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Im Buch Anleitung zur Selbstüberlistung. Machen Sie Ihr Leben zu einem Spiel, in dem Sie stets gewinnen, beschreibt der Autor Christian Rieck innovative Methoden, um den Alltag auf spielerische Weise zu optimieren und persönliche Ziele wirksam zu verfolgen. Anstatt strikten Vorgaben und Disziplinierungen zu folgen, schlägt Rieck vor, das eigene Leben als strategisches Spiel zu begreifen, bei dem kluge Entscheidungen und Tricks maßgeblich über Erfolg und Misserfolg bestimmen. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen verdeutlicht der Autor, wie sich festgefahrene Denk- und Handlungsmuster spielerisch überwinden lassen, um lang anhaltende Veränderungen herbeizuführen. Das Konzept nutzt dabei psychologische und wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse, insbesondere aus der Spieltheorie, welche spielerisch angewandt werden, um individuelle Erfolgsstrategien zu definieren. Dabei richtet sich das Buch sowohl an Personen, die berufliche oder persönliche Ziele erreichen möchten, als auch an jene, die ihren Alltag effizienter gestalten wollen. Durch einprägsame Beispiele, humorvolle und verständliche Sprache macht Rieck deutlich, warum klassische Strategien des Selbstzwangs meist scheitern und warum eine spielerische Haltung weit erfolgversprechendere Aussichten bietet. Das Werk ist somit nicht nur ein Ratgeber, sondern vielmehr eine Einladung, das eigene Leben dynamischer und spielerischer anzugehen und dabei zugleich weitreichende Ergebnisse und Verbesserungen zu erzielen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Spieltheoretische Strategien im Alltag anwenden. Christian Rieck führt in die Grundprinzipien der Spieltheorie ein, einer Disziplin, die ursprünglich zur Analyse strategischer Entscheidungen entstanden ist. Der Autor erläutert, wie diese theoretischen Ansätze mittels einfacher und praxisorientierter Beispiele dazu dienen, das eigene Verhalten und insbesondere das Treffen von Entscheidungen zu verbessern. Zentral dabei ist, Alltagssituationen neu und spielerisch zu betrachten, um gewohnheitsmäßige Muster aufzubrechen. Themen wie Kooperation, Wettbewerb und strategische Interaktionen bekommen dadurch konkrete, lebenspraktische Anwendungen, indem man lernt, Situationen vorausschauend zu analysieren und darauf wirksam zu reagieren. Diese Darstellung zeigt eindrücklich, wie Spieltheorie nicht nur theoretisches Wissen bleibt, sondern tatsächlich zu einer lebensverändernden Methodik im eigenen Leben avancieren kann. Zweitens. Erfolgreiche Selbstmotivation durch spielerische Elemente. Instrumente der Gamification sind eine zentrale Säule dieses Buches. Rieck erklärt detailliert, wie man spielerische Belohnungssysteme und Motivationsmechanismen geschickt in den persönlichen Alltag integrieren kann. Er macht greifbar, warum Selbstmotivation mit traditionellen Instrumenten wie Disziplin und Willenskraft oft scheitert und warum spielerische Elemente nachhaltiger wirken. Anhand verschiedener Ansätze wie Belohnungen, Feedback-Loops und klar definierter Meilensteine schafft man es, sich selbst dauerhaft zu motivieren, ohne große mentale Anstrengung aufwenden zu müssen. Somit eignet sich dieser Ansatz hervorragend, um schwierige Vorhaben kontinuierlich und konsequent verfolgen und erfüllen zu können. Drittens. Wie man schlechte Gewohnheiten wirksam ablegt. Dieser Teil beschäftigt sich ausführlich mit Problemen ungeliebter Gewohnheiten und den Schwierigkeiten, diese dauerhaft aufzugeben. Rieck stellt klar, warum eiserne Härte gegenüber sich selbst oftmals nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Viel wirksamer sei es, sich selbst spielerisch auszutricksen, indem man negative Anreize ausschaltet und positive Verstärkungen schafft. Dabei erläutert er mehrere clevere Tricks und Kniffe, wie man sich selbst Schritt für Schritt umgewöhnt und somit ungesunde oder unproduktive Gewohnheiten systematisch aus dem Alltag eliminiert und durch neue, positive Routinen ersetzt. Viertens. Entscheidungsfindung vereinfachen durch klare Spielregeln. Rieck beschreibt, dass viele Probleme und Frustrationen unseres Lebens aus unklar formulierten Spielregeln herrühren. Menschen scheitern oftmals am Festhalten ihrer guten Vorsätze, weil sie keine eindeutigen Entscheidungen treffen und dann Spielregeln auch nicht einhalten. Eine Lösung dafür besteht darin, klare und einfache Regeln zu definieren, welche Entscheidungen reduzieren und erleichtern.
Mit Beispielen und konkreten Richtlinien zeigt Rieck auf, wie man beleuchtete, klare Grenzen und kompakte Regeln schafft, die dazu führen, dass Entscheidungen einfacher, automatischer und treffsicherer getroffen werden können. Schließlich langfristig denken und handeln lernen. In diesem Bereich empfiehlt Rieck, nicht mehr nur kurzfristige Erfolge anzustreben, sondern eine langfristige Strategie im Leben zu implementieren. Spielstrategisches Denken eignet sich hervorragend, um das Verhalten konsequent auf langfristige Ziele auszurichten und gleichzeitig kurzfristige Ablenkungen zu minimieren. Er zeigt auf, weshalb es lohnender ist, konsequent auf ein langfristiges Ziel zuzusteuern, auch wenn unmittelbare Belohnungen ausbleiben. Dabei illustriert er Strategien zur besseren Visualisierung langfristiger Ziele und der dafür notwendigen Schritte, um dauerhaft am Ball zu bleiben. Somit lernen Leser, langfristige Strategien bewusster und konsequenter umzusetzen. Zusammenfassend: Anleitung zur Selbstüberlistung richtet sich an all diejenigen, die ihr Leben effektiver und auf spielerische Art und Weise meistern wollen. Menschen, die mit klassischen Motivationsmethoden scheitern oder ihre eigenen Ziele und Vorsätze immer wieder aufgeben, finden in diesem Buch eine innovative und wirksame Alternative. Insbesondere Berufstätige, Studierende oder Selbstständige können immens profitieren, da der spielerische und strategische Ansatz es erlaubt, Ziele klarer zu verfolgen und sich selbst einfach und dauerhaft zu motivieren. Auch Personen, die aus eingefahrenen Mustern ausbrechen und Veränderungen nachhaltig herbeiführen möchten, erhalten hier wertvolle und praxiserprobte Methoden. Der Mehrwert dieses Werkes liegt zudem in der Verbreitung komplexer und wissenschaftlich fundierter theoretischer Modelle auf eine praxisnahe, verständliche Weise. Dieses Buch sollte man erwerben, da es im Vergleich zu anderen Ratgebern nicht auf Disziplin und Härte, sondern auf Selbstüberlistung und geschickten Einsatz von spielerischen Strategien setzt. Es verspricht somit langfristigen Erfolg, ohne permanente Selbstüberwindung und schützt somit vor der häufigen Enttäuschung klassischer Motivationsstrategien. Wenn Sie unterstützen möchten Christian Rieck, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.